Heute zeige ich euch, wie ihr für eure Waldorfpuppe realistische Hände nähen könnt. Die meisten Waldorfpuppen-Schnittmuster sehen ja so aus wie dieses hier. Das heißt, ihr habt vorne einmal einen Daumen und dann halt so ein, ja, einfach so eine angedeutete Hand, also so einen Klumpen quasi. Und das ist für kleine Kinder auch super, aber gerade ältere Kinder finden das immer toll, wenn ihre Puppen möglichst realistisch sind. Und ich persönlich auch. Und deswegen habe ich ein Handmodell entwickelt, beziehungsweise ein Handschnittmuster. Und dieses hier ist jetzt, das ist verlinkt unter dem Video, das könnt ihr euch auch runterladen und ausdrucken. Das ist jetzt für eine etwa 45 cm große Puppe. Wenn eure Puppe kleiner ist, dann müsst ihr das vielleicht einfach, ja, wenn die 40 cm hat, auf 90% ausdrucken oder so. Wie ihr seht, ist die Hand länger als die vorherige angedeutete Hand, also die Fingerspitzen gucken darüber hinaus. Wenn die nur so kurz wären wie die Hand selber, dann würde das komisch aussehen tatsächlich. Also das hier entspricht eher einer Faust sozusagen. So, und jetzt zeichne ich mir das hier einfach mal über mein altes Schnittmuster drüber. So, ich habe ein bisschen gekrickelt. Ich hoffe, ihr kriegt das schöner hin. Aber das schneide ich mir jetzt einmal aus. Wichtig ist, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann auf dem Video jetzt, dass hier wirklich so ganz kleine Lücken zwischen den Fingern sind, weil wir da quer nähen müssen, damit wir später auch einschneiden können. Das ist wichtig, damit die Finger auch wirklich, ja, bis zum Anfang, dass man hier das wirklich bis zum Anfang zurückschneiden kann, wenn wir das einmal genäht haben. Wenn wir die nicht richtig einschneiden, können wir die auch nicht richtig ausstülpen und dann sieht unsere Hand aus wie eine Pfote. So, jetzt habe ich mir meinen Schnitt angepasst und jetzt zeichne ich mir den einfach mal auf Trikot auf. Ich verwende hier Leibialer Trikot, und zwar die feste Qualität, die man für den Körper verwendet. Das ist das, was man auch bei Wollknäuel kaufen kann und ja, was die meisten Puppenmacher in Europa auch verwenden, soweit ich das weiß. Wenn ihr De Witte Engel zum Beispiel Trikot habt, das ist ein bisschen dehnbarer. Da müsst ihr dann schauen, ob das auch so funktioniert mit diesem Schnittmuster. So, jetzt zeichne ich mir hier mein Schnittmuster auf mit meinem Trickmarker. Das ist das Schnittmuster von meiner Puppe Peony. Dazu gibt es auch ein E-Book und beziehungsweise eine Anleitung und Schnittmuster in meinem Online-Shop zu kaufen, falls ihr das möchtet. Das ist eine 45 cm große Puppe mit so Mohairhaaren und modelliertem Gesicht. Und das hier ist quasi eine Erweiterung. So, jetzt habe ich eine rechte Hand, das heißt, ich brauche noch eine linke. Ganz wichtig, das Schnittmuster einmal umzudrehen, damit ihr nicht später zwei rechte Hände habt. So, jetzt habe ich mir das aufgezeichnet und jetzt nähe ich mir das mit der Nähmaschine. Und ganz wichtig ist, dass ihr hier zwischen den Fingern den Stich der Nähmaschine ganz klein stellt, auf 1 mm am besten oder höchstens 1,5 und am besten diese Zwischenräume doppelt näht, also nochmal wieder zurückgeht, weil wir hier ja einschneiden und das einfach strapazierfähig sein soll und nicht gleich auffribbeln. Und da hier die Nahtzugabe quasi fast 0 ist das sehr wichtig, dass die Nähte super reißfest sind. So, jetzt habe ich mir das zugenäht und wie ihr sehen könnt, habe ich das hier tatsächlich doppelt genäht oder vielleicht könnt ihr es auch nicht sehen, deswegen ist es hier so ein bisschen fusselig, weil ich die Nähte quasi in den Zwischenräumen der Finger immer verstärkt habe. Das heißt, die sind immer zweimal, dreh es mal um, vielleicht sieht man es von dieser Seite hier besser. Genau, also die sind immer doppelt genäht und jetzt schneide ich das aus und zwar mit einer Nahtzugabe von normalerweise etwa einen halben Zentimeter, aber hier drin, also in den Zwischenräumen, ist es dann natürlich weniger. So, und wenn ihr hier einschneidet, dann natürlich super vorsichtig, aber möglichst wirklich weit bis zur Spitze, weil nur dann können wir das auch richtig ausstülpen. Entschuldigung, hier laufen die Wasserrohre durch von unseren Nachbarn. Ich weiß nicht, ob das im Hintergrund hört. Man hört das immer, wenn die spülen. Das ist so ein bisschen blöd. Also, falls es plätschert, dann ist es das. So, jetzt bin ich hier, habe ich das hier eingeschnitten. Jetzt schneide ich mir hier die Reste von der Nahtzugabe nochmal so ein bisschen weg. So, und auf der zweiten Seite mache ich das jetzt genauso.
So, und jetzt müssen wir das Ganze umstülpen und das ist eine ziemlich fummelige Angelegenheit. Ich verwende dazu immer ein Essstäbchen, weil das vorne relativ spitz ist, aber nicht so spitz, dass es durch den Stoff durchstechen kann. Ja, jetzt habe ich mir das umgekrempelt. Lasst euch nicht täuschen, das hat richtig lange gedauert, bestimmt eine halbe Stunde. Also das ist super fummelig, also lasst euch nicht entmutigen, irgendwann kriegt man es dann hin. Es hilft auch manchmal ein bisschen, wenn die Finger stecken bleiben, das mit so einer Nadel, ganz vorsichtig natürlich, dass man den Stoff nicht kaputt macht, aber das mit so einer Nadel rauszuholen. Ansonsten habe ich da keinen Trick, wie das schneller geht. Falls jemand einen hat, schreibt mir gerne, da würde ich mich riesig drüber freuen. Genau, jetzt fangen wir an zu stopfen. Dazu braucht ihr eure Wolle. Und ich stopfe das auch hier mit meinem Essstäbchen. Genau. Und es ist wichtig, dass wir jetzt erstmal die Finger einzeln vollstopfen, bevor wir anfangen, die Hand und den Arm zu stopfen, weil hinterher kriegt man die natürlich nicht mehr voll, wenn man schon was in der Hand drin hat, sondern weil die so klein sind. Das heißt, wir schieben jetzt ganz gezielt ganz kleine Wollflocken hier in die einzelnen Finger rein und möglichst tief rein, sodass die schön fest werden. So, und wenn ihr jetzt die Finger richtig schön voll gestopft habt, also die richtig schön fest sind und gleichmäßig, dann könnt ihr anfangen, Wolle in die Hand zu stopfen. Und wer schon mal einen Kurs bei mir gemacht hat, der weiß das. Das Wichtigste beim Stopfen ist, dass man wirklich richtig, richtig fest stopft, damit die Puppe schön langlebig ist und auch waschbar ist und nicht aus der Form geht. Es ist wichtig, wirklich die Wolle so fest zu machen, dass es fester kaum noch geht. So, und wir verteilen die jetzt hier in der Hand und versuchen damit auch so ein bisschen das auszuformen gleichmäßig, das heißt gleichzeitig. Das heißt, das ist jetzt mein rechter Arm. Das heißt, ich versuche quasi hier die Handoberfläche so ein bisschen nach oben gewölbt zu machen und die Handunterfläche so ein bisschen flacher. Also ich stopfe eher hier an der Oberfläche Wolle nach sozusagen. Genau, und schaut auch hier, dass ihr immer noch mal so ein bisschen die einzelnen Finger nachstopft, dass auch die Übergänge hier vom Finger zur Hand, dass auch die gut gefüllt sind und nicht leer bleiben, weil sonst werden die Finger, sieht das aus wie so ein aufgepumpter Handschuh später irgendwann. Also man muss hier immer noch mal so ein bisschen reingehen mit dem Stopfholz und auch die Übergänge füllen. So, und auch hier unten beim Daumen, da habe ich ja immer so einen Daumenballen und auch da stopfe ich nochmal extra Wolle rein. So, und wenn die Hand voll ist und ihr anfangt, den Arm zu stopfen, dann gilt wie immer schön auf einen Punkt stopfen, also nicht nach links und rechts, sondern immer nur in der Mitte der Wollflocke und die schön tief reinschieben, weil sonst gibt es Zellulite. Oder kann passieren. Muss nicht, aber so kann man das zumindest verhindern. Ja, und so sieht das dann zum Schluss aus. Wenn ihr möchtet, habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, die Finger zusammenzufassen, zum Beispiel die beiden mittleren oder diese beiden oder 2 Finger umzunähen und das dann einfach mit einem Matratzenstich zu fixieren. Ich lasse das aber so, weil das bietet am meisten Spielfreiheit. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ich poste jede Woche ein neues Video rund ums Puppenmachen. Das heißt, ich zeige euch entweder was zum Puppenmachen oder wie ihr ein Puppenkleidungsstück nähen könnt. Und dann bekommt ihr auch die Schnittmuster zum Runterladen bei den meisten Videos. Ich freue mich, wenn ihr die Puppenmacherschule abonniert.